Hey, hey, schöne Grüße aus Schweden. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe letzten Winter, dass ich mir vermutlich ein Hardshell-Kajak kaufen werde, weil ich ja ein Loch in meinem Aufblasbaren leider entdeckt habe und ich es dann da im Winter nicht mehr benutzen konnte. Ich glaube, noch in derselben Woche oder eine Woche später habe ich dann gesehen, dass es, weil es nicht für die Saison war, Rabatte gab bei zumindest einem Hersteller oder Lieferanten von Kajaks. Und da habe ich mir dann gleich eins gekauft und noch liefern lassen. Leider, es war ja damals schon tief, nicht tief im Winter, aber der Wintereinbruch kam dann ziemlich schnell und sehr deutlich, sehr kaltem Wasser. Deswegen habe ich mir zusätzlich noch einen Trockenanzug gekauft. Ich hatte ja schon ein Wetsuit, einen Nassanzug, der also dafür gedacht ist, dass man, wenn man ins Wasser fällt, hält er dich zwar nicht trocken, aber er hält dich potenziell warm. Ein Trockenanzug hält dich dann nicht nur warm, sondern er hält dich trocken und damit nochmal deutlich wärmer. Und weil es Winter war und ich vorhatte, das Kajak eigentlich tatsächlich auch im Winter noch zu benutzen, habe ich mir so einen Trockenanzug gekauft. War dann auch testen. Habe den dann auch getestet. Das heißt, ich war mit dem Anzug schwimmen gegangen im Wesentlichen. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich schwimmen gegangen bin, gab es aber schon eine Eisschicht auf dem Wasser drauf. Das heißt, ich habe da nur eine kleine Ecke gefunden, wo ich so ein bisschen sehr dünnes Eis zerbrochen hatte oder wo auch generell noch ein bisschen freie Wasseroberfläche war. Und dort bin ich dann ein paar Mal auf und ab getaucht mit dem Trockenanzug, der auch wunderbar gehalten hat. Also ich bin nicht nass geworden. Ich hatte normale Klamotten drunter. Es ist kein Wasser reingegangen. Aber es ist nur einer, der hat Latex an den Händen, an den Armen, damit kein Wasser reinkommt. Und oben am Hals für ein bisschen mehr Bequemlichkeit hat er nur in Anführungszeichen Neopren und keinen Latex. Das heißt, er ist nicht der Trockenanzug, sondern manchmal wird er, glaube ich, auch als Halbtrockenanzug oder so bezeichnet. Reicht aber vollkommen aus. Also da ist kein bisschen Wasser reingekommen in meine Anwendung. Aber ich habe ja nicht vor, im Strom damit baden zu gehen. Den habe ich mir jedenfalls gekauft. Und als dann auch das Kajak da war und das nächste Wochenende, an dem ich Zeit hatte, da war, was nicht so lange war, das waren 2 Wochen, glaube ich, seit meiner letzten Aufnahme. Und da war der See schon komplett zugefroren. Das hat nicht lange gedauert. Und auch so zugefroren, dass es keinen Sinn hat, zu versuchen, da durch die Eisschicht irgendwie eisbrechermäßig versuchen durchzukommen. Das war zu dick. Bis vor kurzem, also wir haben jetzt Anfang April, war das auch eigentlich immer noch so. Es war sehr lange, sehr kalt, sodass eine Eisschicht drauf war, selbst als es dann über 0 Grad gegangen ist in den Temperaturen, zumindest in der Stadt und in der Luft. Die Eisschicht hat noch sehr lange gehalten. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber hier ist auch zum Beispiel immer noch Eis auf dem See. Naja, jedenfalls konnte ich das Kajak jetzt über Monate lang nicht benutzen, weil der See zugefroren war. Und jetzt endlich ist das erste Wochenende, wo zumindest ein bisschen Platz ist auf dem See und gleichzeitig ich auch Zeit habe. Das heißt, jetzt endlich kann ich das Kajak austesten. Oder teste es immer noch aus. Sieht man das? Ich versuche das mal. Da treibe ich gerade immer noch rein. Und macht auch einen schönen Sound. Und es stört mir gerade mein Kajak, weil ich habe eine scharfe Kante. Langsam.
keine gute Idee. Aber cool, eigentlich. Naja, jetzt bin ich jedenfalls auf dem Wasser mit dem Kajak, mit dem Trockenanzug, mit einem neuen Paddel, was mit zu dem Kajak dazu kam, mit einem Spritzschutz, weil ich auch anhabe über meinem Trockenanzug. Das heißt, ich kann doppelt nicht nass werden. Sehr praktisch. Und jetzt versuche ich mich so ein bisschen daran zu gewöhnen. Es ist ein sehr langes Kajak. 5 Meter, knapp über 5 Meter. Muss ich nochmal nachgucken. Ist eigentlich auch dazu gedacht, potenziell im schlechten Wetter, also mit Wellengang, zu benutzen. Und ansonsten als Touring-Kajak, das heißt, man kann auch längere Touren damit machen. Das ist zumindest der langfristige Plan. War dann auch gar nicht so einfach, das auf den Fahrradanhänger so drauf zu kriegen, dass sich das vernünftig transportieren lässt. Hat aber funktioniert. Ich muss noch ein paar Stellschrauben verändern, dass sich das längerfristig einfacher machen lässt. Aber grundsätzlich funktioniert es. An das Ruder muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Das ist eigentlich hauptsächlich dazu gedacht, das Kajak gerade zu halten, dass man halt geradeaus fährt, unabhängig davon, von wo der Wind kommt. Das heißt, man kann das einstellen, man kann das rotieren ein bisschen. Aber so ganz perfekt kriege ich das noch nicht. Ansonsten, ja, ist auf jeden Fall Gewöhnungssache. Ich muss noch ein paar Sachen umstellen. Also einerseits muss ich mich daran gewöhnen, wie ich hier drin sitze. Das heißt, ich muss meine Beine mal ein bisschen dehnen wieder. Das ist noch nicht ganz so bequem. Gleichzeitig ist aber auch die Fußstützen, die in dem Kajak sind, die man einstellen kann, wie weit vorne oder wie weit hinten die sind. Dachte ich, sind gut eingestellt. Jetzt, wenn ich hier so drin sitze und paddle, fühlt es sich so an, als müssten sie doch noch ein bisschen näher an mich rankommen. Sind ein bisschen zu weit weg. Ich drücke jetzt quasi mit den Zehenspitzen nur dagegen und nicht bequem mit der Fußsohle. Das heißt, das muss ich noch ändern. Aber ansonsten ist es cool. Ist auf jeden Fall weniger windanfällig und man gleitet deutlich besser durch das Wasser, wie auch zu erwarten, als mit dem aufblasbaren Kajak, was ich davor hatte. Mittlerweile bin ich ja wieder auf dem Rückweg und jetzt kommt die Sonne raus. Passt. Mache ich das A, so und B werden meine Hände so langsam ein bisschen kalt. Denn ich habe zwar natürlich an Handschuhe gedacht, vorausgeplant, denn es ist ja relativ kalt. Also wir haben, ja, es ist gerade so über 0. Nachts wird es immer unter 0 und die Hände werden ja auch nass. Wenn man keine Handschuhe anhat und auf die Dauer wird es dann einfach ein bisschen kalt. Und ich muss unbedingt meine Beine strecken.
Also an der Konfiguration von Sitz und Fußstützen muss ich noch ein bisschen was machen. Oder, beziehungsweise mal anfangen, meine Beine zu legen. Und dann die Richtungsauswahl der Flosse hinten mit den Fußstützen habe ich mich immer noch nicht so dran gewöhnt. Wenn man auf der rechten Seite nach vorne drückt, geht man nach rechts. Wenn man nach links drückt auf der linken Seite, geht man nach links. Eigentlich sehr logisch, aber irgendwie in meinem Kopf ist das genau andersrum drin. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen ist wie Gas geben, und wenn ich mit der rechten Seite Gas gebe, würde ich mich nach links bewegen. Wenn ich mit der linken Seite Gas gebe, mehr Gas gebe, würde ich mich nach rechts bewegen. So ist es aber nicht. Deswegen fahre ich hier hin und wieder mal so ein bisschen schöner und das. Und was ich mir auch noch angewöhnen muss, ist mehr mit dem Oberkörper zu arbeiten und weniger direkt mit den Armen. Dass der Wind auch immer drehen muss. Obwohl, als ich in die eine Richtung gefahren bin, als ich nach da gefahren bin, kam er von dort. Jetzt fahre ich zurück von dort.